Ein Buch wird gebunden. Eine Familienchronik mit Ledereinband. Über 30 Arbeitsschritte braucht es, um für bedrucktes Papier einen bleibenden Rahmen zu schaffen. Mit sorgfältiger Handarbeit und magischer Handwerkskunst zeigt uns der Mainzer Buchbindermeister Johannes Schneider, wie man ein Buch herstellt, das Jahrhunderte überdauern soll. Es kommen Leute hierher, die sagen, hier sieht es aus wie bei Harry Potter. Ich habe es jetzt nicht gelesen, aber die Werkstatt vermittelt hier eine gewisse Stimmung nach der alten Zeit. Seit über 125 Jahren gibt es die Buchbinderei Gärtner Fiederling. Heute werden hier überwiegend individuelle Kleinaufträge bearbeitet. Ich habe es jetzt eingebaut, Sie können mal schauen. So sieht das Bild jetzt gesetzt aus. Sie sehen es hier am Computer und so sieht es ausgedruckt aus. Jetzt haben wir das letzte Mal besprochen, Sie wollen ein Ganzlederband. Ich zeige Ihnen mal hier einen. Das ist hier ein Ganzleder. Und da könnte man dann einen Text drauf machen. Was hatten Sie gedacht als Text? Familienchronik, ja. Gut, da würde ich vorschlagen, die machen wir hier vorne drauf und hinten auf den Rücken. Und ich habe in Erinnerung, Sie wollten was in Grün. Jetzt habe ich Ihnen da was zu zeigen. Das ist ein grünes Oasenziegel. Sie können ja auch mal fühlen. Das ist ein sehr schönes Leder und da steht auch das Gold sehr gut drauf. Ja. Nehmen wir das? Das nehmen wir. Gut, vielen Dank. Es riecht nach Leim und Papier in der Werkstatt. Johannes Schneider beginnt mit dem ersten Arbeitsschritt. 4 Buchseiten sind auf einem Papierbogen gedruckt. Die falzt er nun in Handarbeit. Die Bögen sind doppelt bedruckt und müssen jetzt auf Stoß gefalzt werden. Hier in diesem Fall eine wertvollere Arbeit, wird jeder einzelne Bogen gefalzt. Und diese 4 Bögen werden dann ineinander gesteckt. So wie ich das jetzt hier mache. Was aussieht wie eine Routinearbeit, erfordert Sorgfalt und Konzentration. Ein Fehler beim Falzen oder bei der Reihenfolge der Seitenzahlen, schon ist das Buch beschädigt. Zur Kontrolle kann ich dann hier immer noch mal die Seitenzahlen mir anschauen, dass die darauf folgend sind. 131, 132, 136, 137, also das stimmt. Wir haben für allen möglichen Papiere verschiedene Falzbeine. Die sind aus Knochen gemacht worden früher und heute sind sie leider aus Plastik. Ja, die haben also nicht so eine schöne Anmutung wie diese Falzbeine. Und jetzt wird es nochmal mit dem Falzbein hier entlang gefahren. So, jetzt die Rückseite, machen wir das auch so. Es ist wichtig, dass die Bögen nachher ganz plan liegen. So. Sie sehen hier liegt es, hat es die Höhe und hier ist es ein bisschen höher, ja. Und wir müssen jetzt durch das Einpressen es hinkriegen, dass es ganz plan liegt. Bei aller Handarbeit, ganz ohne Maschinen geht es bei der Buchbinderei nicht. In der hydraulischen Presse wird der Buchblock zwischen 2 Holzbrettern fest zusammengepresst. Das dauert eine Weile. Während dieser Zeit kann sich Johannes Schneider entspannen. Auf eine sehr persönliche Art. Er lauscht dem Sound der Natur, den er selbst aufgenommen hat.
Also was wir jetzt gerade hören, das war im Engadin in der Schweiz auf einer großen Wiese. Und wenn Sie das hören, imaginieren Sie sofort wieder auch diese Ferienstimmung, die dann mit in die Arbeit fließt. Also es ist wichtig, um mich in einen ruhigen Zustand zu bringen, in einen konzentrierten Zustand, der der Arbeit gut tut. Die schon in die Jahre gekommene Presse funktioniert noch tadellos. Der Buchblock ist nun nahezu plan. Jetzt kümmert sich Johannes Schneider um die Verbindung zum Einband. Ich schneide jetzt das Vorsatzpapier zu. Hier ermittle ich die Größe. Das Vorsatzpapier stellt die Verbindung zwischen Buchblock und Buchdecke her. Jetzt falze ich das einmal. So. Und einen zweiten. Jetzt werden die Vorsätze angebracht auf dem ersten Bogen. Dazu schmiere ich hier diese Kante an. Leimen gehört zum Handwerk. Kiloweise verbraucht der Buchbinder spezielle Leime mit unterschiedlichen Abtrocknungszeiten. So, dieser Vorgang heißt Vorsatz vorkleben. So. Und jetzt schmieren wir das hier noch an. Das ist das Fältchen, das sogenannte, auf dem dann nachher, wenn alles geheftet ist, die Bünde festgeklebt werden. Die Qualität der Klebstoffe hat sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend verbessert. Das Buch soll ja auch lange halten. Gerade der Buchrücken wird sehr beansprucht. So, hier haben wir unseren Heftrahmen. Dieses Holz. Und legen es hier drauf. So, setzen das wieder ein und jetzt schieben wir das grob, wie nachher die Bundeinteilung sein wird, und schrauben das hier nach oben. So. Und lege das jetzt hier an. Das mache ich mit Augenmaß. Und hier erfolgt ein Einstich. Vor dem Binden sticht Johannes Schneider die Ösen mit der Ahle vor. Ein uraltes Werkzeug, das schon die Neandertaler benutzt haben. Also der Buchbinderberuf, den gibt es seit es geschriebenes Schriftgut gibt. Ja? Also man könnte sagen, entstanden ist er in Klöstern. Das heißt, ursprünglich wurde religiöse Literatur, theologische Literatur eingebunden und hat seinen Ursprung eben, ich würde sagen, im 8., 7., 8. Jahrhundert. Aber das geht noch viel weiter zurück. Ja. Eine ruhige, einsame Arbeit. Jeweils 8 Stiche pro Lage setzt der Meister immer von innen nach außen, an den Punkten, die er auf der Schablone markiert hat.
Unzählige Male hat er den Buchblock in der Hand. Der Heftrahmen, Symbol für das Buchbinderhandwerk. Den Bindefaden zieht Johannes Schneider durch Bienenwachs. So läuft der Faden besser durch die Papierösen. Die Bänder halten den Buchblock quer zusammen und heißen Bünde. Wir heften wie vor hunderten Jahren. Wir fertigen die Decken, ich spreche jetzt von Lederdecken, auch so. Aber im Grunde von diesen Grundformen hat sich eigentlich nichts verändert. Die Fadenheftung, ein kontemplativer Vorgang. Wenn Sie hektisch sind und jetzt an vieles andere denken, gelingt das nicht. Ja? Also der Faden kann sich verknoten plötzlich oder die Nadel kommt aus dem falschen Loch raus. Also es ist keine Arbeit, die jetzt völlig mechanisch laufen kann. Also ist so meine Ansicht. Aber weil es eine sehr ruhige Arbeit ist, mache ich die ganz gern. Leicht gleitet der Heftfaden durch die vorgestochenen Löcher. Lage um Lage wird miteinander verbunden. Respekt vor dem Werk, egal ob er ein neues Buch bindet oder ein altes restauriert. Wenn Sie zum Beispiel etwas restaurieren und aus der Zeit in den Händen halten, dann ergreift Sie doch sowas wie Ehrfurcht. Ja? Und man würdigt das Werk, was man sieht, und denkt aber auch an den Kollegen in der Zeit, unter welchen Bedingungen er das geschaffen hat. Die Technik der Fadenführung und die Verknotung zu Kettenstichen erinnert an eine chirurgische Naht. Das Verhältnis eines Buchbinders zu seinem Werk ähnelt der Arzt-Patient-Beziehung. Über Jahrhunderte hat sich die Fadenheftung bewährt und ist der reinen Klebebindung deutlich überlegen. Sie haben also die beste Festigkeit bei der Fadenheftung, wenn Sie die Seiten aufschlagen, wenn das Buch viel benutzt wird, während die Klebebindung, da haben Sie keine Lagen, sondern Einzelblätter. Und das heißt, wenn Sie das Buch oft benutzen, kann es sein, das hängt jetzt auch wieder vom Papier ab, dass Ihnen die Seiten mit der Zeit ausgehen. Also das geheftete Buch ist das stabilste. Fast eine Stunde lang braucht Johannes Schneider, um die Lagen zu binden. So. Zwischendurch presst er mit dem Falzbein den Stapel fest. Eine andächtige Stille herrscht in der Werkstatt. Mit konzentrierter Achtsamkeit verbindet er Bund für Bund zu einem zusammenhängenden Buchblock. Die letzte Lage wird mit dem Vorsatzpapier verbunden. So, geschafft. Der antike Heftrahmen wird nun nicht mehr benötigt. Der Buchblock ähnelt nun schon einem Buch, halt ohne Einband. So. Jetzt wird der Buchblock abgeleimt. Das heißt, zwischen Bretter gesetzt. Und dann mit Leim
fixiert. Der Einsatz von simplen Hilfsmitteln wie Stein und Holz mutet nostalgisch an, hat sich aber über die Jahrhunderte bewährt. Die Kombination von Fadenheftung und Leim sorgt dafür, dass dieser Buchrücken die Seiten sehr lange zusammenhalten wird. Gleich. Wichtig ist, dass die Zwischenräume Leim fassen. So. Nach der nahezu zärtlichen Behandlung des Buchblocks wird die Bearbeitung nun etwas grober. Mit der Präzisionsschneidemaschine aus den 70er Jahren werden die Seiten zunächst gepresst. Mit dem Hammer die Steigung der Lagen abgeflacht. Die Schneidemaschine war mal das Prunkstück der Werkstatt. Exakt lässt sich der Abstand für den Präzisionsschnitt einstellen. Sichtkontrolle und seitlicher Kantenbeschnitt. Hier entsteht kein normiertes Industrieprodukt. Die Größe des Buches wird per Schnitt bestimmt. Der Meister ist zufrieden. Der Buchblock hat nun glatte Kanten. Mit leichten Hammerschlägen auf die Kante klopft Johannes Schneider nun den Buchrücken rund. Hier ist die Rundung deutlich zu sehen. So, jetzt muss es eigentlich gut sein. Ein weiteres Mal kommt der Buchblock zwischen zwei alte Bretter und wird hydraulisch gepresst. Dieses Mal sogar eine ganze Nacht lang. Am nächsten Morgen präsentiert sich dem Buchbindermeister ein stabiler, fester Buchblock. Nun wird das Kapitalband am Rücken sorgfältig befestigt, natürlich mit Leim. Worauf achtet der Fachmann beim Kauf von Büchern? Wenn ich ein Buch neu kaufe, dann halte ich die Nase dran und rieche erst mal. Dann fühle ich mit den Fingerspitzen das Papier. Dann sehe ich natürlich aus Fachgründen, wie ist es gebunden, ist es gut, ist es schlecht gebunden. Aber es ist eine ganz sinnliche Erfahrung, ja. Ich bringe jetzt das Kapitalband an. Das ist eine Zierde, aber schützt gleichzeitig auch den Band vor Staub. So. Das gewebte Kapitalband gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Es verdeckt die Lücke zwischen Buchrücken und Buchblock. Jetzt bringt Johannes Schneider die Hülse an. Sie verbindet den Buchblock mit der Buchdecke. Der schmale Streifen aus zähem braunem Papier verbessert das sogenannte Aufschlageverhalten und erhöht die Haltbarkeit des Buches. Das fertige Buch erhält auf diese Weise einen stabilen, hohlen Rücken.
Die Hülse muss dafür in ihrer Breite allerdings ziemlich genau der des Buchrückens entsprechen. Wäre sie schmaler, würde sie reißen oder sich beim Öffnen des Buches ablösen. Deshalb schneidet Johannes Schneider die Hülse exakt zu. Mit einer alten Dochtschere kürzt er das Kapitalband. Das Falzbein eignet sich auch zum Andrücken der Hülse. Der Buchblock ist fast ein fertiges Buch. Es fehlt nur noch der Einband. So, jetzt schneide ich die Deckel zu und die Rückeneinlage. Ich messe jetzt erstmal aus. So, gut. So. Jetzt ist die Höhe der Deckel bestimmt. Das ergeben nachher die Kanten. Und jetzt messe ich die Breite aus. Prüfe das jetzt nochmal. Jetzt brauchen wir noch den Buchrücken. Also hier müssen wir den Buchrücken ermitteln. So. Ich lege jetzt hier an. Mache mir hier ein Zeichen und messe jetzt hier ab die Strecke. Da haben wir jetzt 2,83. 2,8. Und überprüfe jetzt, ob das passt. Ja, das passt sehr gut. Jetzt geht's dem Buch ans Leder. Oasenziegenleder von der kleinen Sudan-Ziege ist sehr haltbar und hat eine interessante Naturnarbung. Ein Klassiker unter den Bucheinbänden. Ich lege mir jetzt die Deckel grob an. Jetzt mache ich mir hier eine Linie. Das wertvolle Leder bearbeitet Johannes Schneider sehr vorsichtig. Diese Strukturen sind ganz wichtig. Also jedes Fell ist anders und hat eine wunderbare Zeichnung, die eigentlich diese Oasenziege ausmacht. Man sieht Verletzungen an Sträuchern, Einschüsse und diese Struktur, die bringt Bewegung ins Leder. Es gibt ein ganz glattes Leder, da tut sich gar nichts, aber hier lässt sich eine Geschichte daraus empfinden und drum ist diese Oasenziege so wertvoll für uns. Mit der 100 Jahre alten Pappschere schneidet der Meister das Leder auf die Größe des Buchdeckels zurecht. So, als nächstes müssen wir die Kanten schärfen, die Einschläge. Früher hat man dazu dieses Schärfmesser genommen. Sieht gefährlich aus.
Jeder Buchbinder hatte sein eigenes und da wurden die Kanten dann von Hand so abgestoßen. Aber seit den frühen 50er Jahren gibt es jetzt den Schärffix. So, das Leder wird jetzt hier durchgezogen. Ich versuche jetzt mal mit einer Einstellung. Ja, das ist schon ganz gut. Das Leder ist nämlich unterschiedlich dick. Jetzt kommt die nächste Seite. So. Jetzt stelle ich das 1 Millimeter runter, weil es da ist. So. Das Kantenschärfen ist von den über 30 Arbeitsschritten des Buchbindens sicher die anstrengendste Arbeit. Durch dieses Ziehen dehnt sich das Leder und ich prüfe jetzt, ob meine Markierungen noch in Ordnung sind. Ja, das sieht ganz gut aus. Hier auch. Hier hat sich ein bisschen verzogen. Und hier sieht es auch ganz gut aus. So. Jetzt stelle ich das Messer noch ein bisschen tiefer. Rund 1 Stunde braucht Johannes Schneider, um die Kanten vorsichtig zu schärfen. Eine Millimeterarbeit. So, das ist schon mal sehr ideal hier. So müssen wir das an allen Seiten jetzt hinkriegen. Konzentration ist gefragt. Das ausgedünnte Leder sollte nicht reißen. Aha, da ist jetzt das passiert. Das ist jetzt gerissen und das wird aber nachher verklebt. Das wird man nicht sehen. Beim Schärfen müssen Kraft und Geschicklichkeit in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. Der Buchbinder darf nicht zu fest ziehen, aber auch nicht zu schwach. Die richtige Spannung bringt den Erfolg. So, jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Als nächstes verbinden wir die Deckel mit dem Leder und dazu schmiere ich diese Pappen jetzt an. Das mache ich hier aus der Hand. Aber es muss auch haften und darum muss der Auftrag ziemlich gleichmäßig sein. So. Jetzt wird das aufgebracht. Wichtig ist immer, dass man sich die Finger abschmiert, dass das Leder nichts abbekommt. So. Jetzt setze ich das hier an. So, guck, dass es hier gut passt. Ja. Und wo er angelegt wird, ich habe mir hier einen Streifen geschnitten, dann weiß ich ganz genau, wo der hinkommt und lege mir hier noch ein Lineal hin, weil das muss hier parallel stimmen.
und lege das jetzt hier so an. Ja. So. Okay. Jetzt drehe ich das um und jetzt sieht man, dass das hier so Falten wirft. Und das kriegen Sie jetzt weg, indem Sie das ziehen. Wir fassen jetzt hier diese Einschläge ein. Wer häufig ein Buch in den Händen hält, denkt kaum darüber nach, wie aufwendig der Einband behandelt wird. Er soll ja auch lange halten, deshalb arbeitet der Meister akkurat. So, jetzt haben wir eine Seite. Auch hier kommt das Falzbein wieder zum Einsatz. Johannes Schneider glättet die Kanten damit und vertieft den Falz am Buchrücken. So, und jetzt kommen die Seiten. 5 Kilo Leim verarbeitet der Buchbinder pro Jahr. Es sieht aus wie eine Routinearbeit, ist aber alles andere. Johannes Schneider ist innerlich konzentriert, angespannt. Vieles kann schiefgehen, dann war die ganze Arbeit umsonst. Wir haben hier die verletzte Kante. Das drücke ich jetzt einfach bei und dann sieht man das nicht mehr. Als nächstes ziehen wir die Ecken ein. Man kann die Ecken auf Gärung schneiden oder man kann sie einziehen und ich bevorzuge das Einziehen der Ecken. So, jetzt schneide ich hier was ab. Filigrane Handarbeit im besten Sinne. Mit rustikalem Abschluss. Jetzt sieht der Bucheinband außen schon sehr schön aus. Wir müssen jetzt hier einen Ausgleich machen. Das dünn ausgeschärfte Leder würde sich sonst an dieser Stelle durchdrücken und im Vorsatz sichtbar sein. Ich lege das jetzt hier an. Ja. Und nehme jetzt mein Lineal und schneide das hier. So. Und jetzt löse ich die überflüssigen Teile. Und teste das nochmal, ja. Gut. Und schmier mir jetzt diesen Deckel an. Und füge das jetzt hier ein. So.
Ja, und so verfahre ich jetzt auch mit der anderen Seite. Besonders dieser Übergang erfordert viel Sorgfalt. Der Buchdeckel ist das große Entree des Buches, die erste Seite, die der Leser in die Hand nimmt. Hier entwickelt der Meister großen professionellen Ehrgeiz. Da muss die handwerkliche Qualität stimmen. Mit der Glättwalze drückt der Buchbinder den Ausgleichskarton nochmal fest auf den Buchdeckel. Der Einband sieht nun auch innen schon perfekt aus. Der Buchdeckel muss über Nacht in einem Papierstapel trocknen. Ein Brett drauf und am Schluss das Bügeleisen und morgen früh sehen wir uns wieder. Am nächsten Tag wird's spannend. Die Goldprägung steht an. Über 12 Jahrzehnte haben sich in der Werkstatt viele komplette Schriftsätze angesammelt. So, jetzt kommen wir an unseren Schatzschrank. Hier befinden sich Messingschriften. Und das Wertvolle ist, dass wir über 100 Jahre quasi auch rekonstruieren können mit diesen Schriften, Titel aus der Zeit. Hier haben wir ein W. Mit den Buchstaben aus dem Setzkasten setzt der Buchbinder mit der Hand den Buchtitel in den Schriftkasten. Der Schriftkasten und die Messingbuchstaben werden auf 120 Grad erhitzt. Die Buchstaben werden mit Heißprägefolie aufgetragen. Goldfolien sind von jeher besonders beliebt. Nun darf kein Fehler passieren, sonst ist der Buchdeckel ruiniert. Das teste ich. Ja. Ich nehme meine Folie und schaue jetzt. Ja. Jetzt kommt die Prägung auf den Rücken noch. Schaue ich noch mal. Ja, das steht gut. Mit der Folie. Wunderbar, es hat geklappt. So, jetzt wird die Decke gerundet. Wir haben hier einen heißen Stab. Wow. Heute gibt's Spezialmaschinen. Früher wurden Metallstangen über den Ofen gelegt und erhitzt, um den Buchrücken zu runden. So, jetzt hängen wir ein. Wir prüfen jetzt, ob die Decke passt. Wieder ein kritischer Moment. Legen das so rein. Passt der Buchdeckel nicht genau, muss er neu gemacht werden. Die Kanten. Das sieht gut aus. Endlich wird zusammengefügt, was zusammengehört. Der Buchrücken wird vorgeleimt. Und anschließend der Buchblock in den Buchdeckel eingehängt. Jetzt wird es nochmal geprüft. Jetzt ist der Buchblock fixiert. Eine feste Verbindung für die Ewigkeit.
besiegelt mit einem alten Bügeleisen. Zum letzten Mal leimt Johannes Schneider sein Buch. Anpappen heißt der Arbeitsgang. Jetzt wird das Buch angepappt, das heißt, die Verbindung zwischen Buchblock und Decke wird jetzt endgültig hergestellt. Jetzt haben wir die eine Seite. So. Und jetzt wird noch mal ein Blick getan. Ja. Ja, das sieht gut aus. Und eingepresst. Noch einmal muss das fast fertige Buch die Prozedur über sich ergehen lassen. Welcher Moment ist für Johannes Schneider bei der Produktion der schwerste? Ja, der schwerste Moment ist, wenn man das Buch weggeben muss und der Kunde kommt und es abholt. Und der schönste Moment ist eigentlich kurz bevor der Kunde kommt und man Abschied nimmt. Das sind so 5 Minuten. Das ist der schönste Moment, ja. Das Buch ist fertig. Nach 3 Tagen und rund 8 Arbeitsstunden. Unzählige Male hat der Buchbindermeister das Buch mit seinen Händen intensiv bearbeitet. Letzte Qualitätskontrolle. Johannes Schneider ist zufrieden. Das Buch ist stabil verbunden, sauber verarbeitet und fühlt sich gut an. Ein letztes Mal fährt das Falzbein den Fals entlang. Das gute Stück wird noch poliert. Johannes Schneider genießt die letzten Minuten mit seinem Werk, bevor er es aus der Hand gibt. Also es ist erhebend, wenn man sieht, dass alles gut geklappt hat, gut aussieht, glänzt. Das macht ein sehr zufriedenes Gefühl. Da ist unser Prachtstück. Das ist jetzt sehr schön geworden, finde ich. Ich zeige es Ihnen mal. Die Stellen, die zuletzt eingefügt wurden, die Fotos. Das war hier die Familie. Ist auch ein sehr schöner Druck geworden. Ja, sehr schön. Vielen Dank. So, danke auch. Herzlichen Dank. Ein schönes Einzelstück für eine Buchliebhaberin. Aber hat die Buchbinderei noch Zukunft? Die Buchbinderei hat durchaus Zukunft, weil sie eben etwas vermitteln, wonach die Leute heute Sehnsucht haben. Sehnsucht nach einem hochwertigen, langlebigen Produkt. Nach einem Buch fürs Leben.